Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe Networking-Grundlagen. Ich bin Wolfgang Tremmel von der DKIX Academy. Wenn du Interesse an weiteren Videos hast, schau doch auf unseren YouTube-Kanal oder auf die DKIX-Webseite dkix.net/academy. Die Reihe Networking-Grundlagen erklärt die Grundlagen der Kommunikation im Internet. Dieses Video ist das erste in dieser Reihe und es geht um Netzwerke im Allgemeinen, aber auch ganz konkret um die Internetprotokolle. In diesen Videos werde ich der Reihe nach auf Einzelheiten der Protokolle eingehen. Heute, wie gesagt, das erste Video mit einer Einführung in die Welt der Internetprotokolle. Netzwerke, die haben wir doch überall. Wir nutzen täglich Netzwerke. Und ich rede nicht unbedingt vom Internet. Zum Beispiel das Straßennetz. Auch das ist ein Netzwerk. Es benutzt Straßen, um Städte, Häuser miteinander zu verbinden. Und mit dem Auto oder mit einem anderen Verkehrsmittel, mit dem Fahrrad, fahren wir auf diesen Straßen von einem Ort zum anderen. Weiteres Beispiel: das Eisenbahnnetz. Hier benutzen wir Schienen, um Bahnhöfe miteinander zu verbinden. Und auf diesen Schienen fahren dann Züge und bringen mich von Hamburg nach München oder von Frankfurt nach Düsseldorf. Und weiteres Netz, das elektrische Netz, das Elektrizitätsnetz. Hier haben wir schon eine klare Aufteilung von Rollen. Wir haben Erzeuger und Verbraucher elektrischer Energie. Und das nächste Netz, und jetzt nähern wir uns so langsam dem Internet an, das Postnetz. Hier kann ich Pakete und Briefe verschicken. Also ein Absender verschickt ein Paket an einen Empfänger über das Postnetz. Und beim Stichwort Pakete sind wir auch schon beim Internet angelangt. Bleiben wir noch ganz kurz beim Postnetz. Ich habe jetzt in einem Katalog dieses tolle Gartenhaus gesehen und möchte es mir gerne bestellen. Jetzt ist das Gartenhaus viel zu groß, um in ein Paket zu passen. Das heißt, der Absender muss das Gartenhaus zerlegen, in viele, viele kleine Pakete packen, schickt mir diese Pakete und ich setze das Gartenhaus letztendlich wieder zusammen. Da haben wir es wieder. Ja, und ähnlich funktioniert das mit Computernetzen. Dateien, große Dateien, Bilder, Filme sind viel zu groß, um sie als Ganzes zu verschicken. Das heißt, auch hier zerlegt der Absender das, was zu verschicken ist, in lauter kleine einzelne Pakete und schickt sie über das Internet, über ein Datennetz an den Empfänger, und der Empfänger baut das Ganze wieder zusammen. Und sogenannte Netzwerkprotokolle sorgen dafür, dass die Übertragung erfolgreich ist. Und hier haben wir das nächste Stichwort: Protokolle. Was verstehen wir unter einem Protokoll im Zusammenhang mit dem Internet oder mit einem Datennetz allgemein? Wenn man mit jemandem reden möchte, wenn man kommunizieren möchte, braucht man irgendwo eine gemeinsame Sprache. Sonst kann man einander nicht verstehen. Und diese gemeinsame Sprache im Internet nennt man Protokoll. Und das Ganze gilt nicht nur fürs Internet, es gilt für jedes Datennetz. Im Internet heißt dieses Protokoll dann IP. Und IP steht einfach für Internetprotokoll. Tatsächlich haben wir heutzutage zwei verschiedene Protokolle im Internet oder zwei Versionen des Internetprotokolls. Das eine ist das alte IP-Version 4 und das andere ist das neue und aktuelle IP-Version 6. Und darüber gibt es auch ein Video. Schau auf die YouTube-Playlist. Teil 3 rede ich über IP-Protokolle V4 und V6.
Aber wir haben auch ein Protokoll bei uns zu Hause, ein Netzwerkprotokoll, und das heißt Ethernet. Und Ethernet vernetzt meine Geräte im Heimnetzwerk, aber ich benutze doch auch IP. Wie hängt das Ganze jetzt zusammen? Verwirrt? Wir benutzen mehrere Protokolle gleichzeitig und die Protokolle bauen aufeinander auf. Und das Ganze nennt man dann einen Protokollstack. Ich übersetze solche Begriffe nicht. Protokollstack ist ein eingeführter Begriff. Ja, man kann auch Protokollstapel dazu sagen, aber eigentlich sagt man immer nur Protokollstack. Und dazu gibt es ein sehr schönes Modell, das diesen Stack beschreibt, und zwar ist das sogenannte OSI-Referenzmodell. OSI steht für Open Systems Interconnection und es ist ein Projekt der Internationalen Standardisierungsorganisation. Es wurde entwickelt in den 1970er und 80er Jahren und es war als Hersteller unabhängiges, echtes Netzwerkmodell gedacht. Aber es hat irgendwie nie gegriffen. Es wurde angefangen zu implementieren, aber was ist aus OSI geblieben? Eigentlich nur noch ein Referenzmodell für die Lehre. In der Realität gibt es das OSI-Modell nicht. Das OSI-Modell kennt Schichten. Es war wirklich gedacht als echtes Netzwerk und hatte sehr viele gute Ideen, zum Beispiel diese Unterteilung in verschiedene Schichten und dass die Schichten aufeinander aufbauen. Aber während die OSI-Leute damit beschäftigt waren, Papier zu schreiben und theoretische Abhandlungen zu erstellen, waren die Internetleute dabei, das Ganze schon zum Laufen zu bringen und zu implementieren. Also trotz allem Geld, was in OSI gesteckt wurde, Internet hat im Prinzip gewonnen. Wir benutzen heutzutage Internet als Protokoll und nicht OSI. Wenn man jetzt die beiden Modelle vergleicht, links das OSI-Modell und rechts das Internetmodell, sieht man, dass das Internetmodell deutlich einfacher aufgebaut ist. Wir haben hier nur 5 Schichten statt 7. Und im Internetmodell, ja, es hat auch Schichten. Es passt nicht exakt in das OSI-Modell hinein. Das Internetmodell war auch nie gedacht, OSI-compliant, kompatibel mit OSI zu sein, sondern die Idee beim Internetmodell war mehr auf Einfachheit, Implementierbarkeit und Geschwindigkeit zu setzen, statt auf eine strenge Trennung der Layer. Also Running Code, das Ganze musste funktionieren, war deutlich wichtiger, als dass es einer schönen Theorie entsprach. Das Internetmodell, wie gesagt, 5 Layer. Wir fangen an, ganz unten der sogenannte physikalische Layer. Hier haben wir Bits oder auch Symbole und auf einem physikalischen Medium, das heißt auf einer Glasfaser, auf einem Draht werden Signale verschickt und empfangen. Und auch hier muss der Empfänger natürlich mit dem Sender reden. Zum Beispiel Glasfaser, da benutzt man Laser und Fotodioden, oder bei Elektrizität, da benutzt man elektrische Signale, um Daten zu verschicken. Der nächste Layer, einer weiter oben, ist der sogenannte Link Layer. Hier redet man, wenn man die Dateneinheit betrachtet, von Frames, und der Link Layer ist für eine Punkt-zu-Punkt-Übertragung zuständig, also von meinem Gerät, von meinem Laptop zu meinem Router im Keller, Punkt zu Punkt. Und dafür brauchen wir auch Adressen. Wir brauchen Adressen für die Interfaces, für die Anschlüsse, die angeschlossen sind. Und hier haben wir hauptsächlich heutzutage das Protokoll Ethernet im Einsatz. Weiter Layer 3, der IP-Layer oder auch Internet-Layer. Hier reden wir bei den Dateneinheiten von Paketen. Und der Internet-Layer ist zuständig für den Ende-zu-Ende-Transport. Also von hier nach Australien, von hier nach USA. Also wirklich vom Absender bis zum letztendlichen Empfänger. Im Gegensatz zum Link Layer, wo man nur von Gerät zu Gerät überträgt.
Auch der Internet-Layer braucht Adressen und das sind dann die sogenannten IP-Adressen. Und hier haben wir die Protokolle IP-Version 4 und IP-Version 6 im Einsatz. Ein Layer weiter oben, der sogenannte Transport-Layer. Der Transport-Layer ist dafür zuständig, dass das, was ich absende, auch gesichert ankommt und dass der Absender weiß, dass es angekommen ist. Das ist eine der Eigenschaften vom Transport-Layer, aber es muss nicht immer der Fall sein. Also diese Eigenschaften im Transport-Layer sind optional. Und es sind nicht alle Eigenschaften in allen Protokollen im Transport-Layer enthalten. Und auch hier haben wir 2 Protokolle im Einsatz. Na gut, es sind mehr als 2, aber hauptsächlich 2 Protokolle im Einsatz. Wir haben einerseits TCP, Transmission Control Protocol, und das hat alle diese Eigenschaften. Also mit TCP weiß der Absender, dass es beim Empfänger angekommen ist, dass die Geschwindigkeit geregelt wurde, dass es keine Netzüberlastung gibt und so weiter. Und wir haben das Protokoll UDP. Bei UDP hat keine dieser Eigenschaften. UDP ist im Prinzip, ich schicke ein Paket ab und hoffe, dass es ankommt. Und ich habe keine Information, ob es wirklich angekommen ist, es sei denn, der Empfänger teilt mir das Ganze explizit mit. Auch darüber gibt es Videos aus der Reihe Networking Basics. Ja, und ganz oben habe ich den sogenannten Application Layer oder Anwendungslayer. Hier gibt es keinen speziellen Namen, wir reden einfach nur noch von Daten, und der Application Layer enthält alle Anwendungsprotokolle, also zum Beispiel E-Mail, Web, SSH für Verschlüsselung und so weiter. Ja, und das war's schon fast. Lasst mich noch mal kurz zusammenfassen, worum es heute ging. Netzwerke sind überall. Daten werden in Paketen über Netzwerke transportiert. Und ein Protokoll ist eine gemeinsame Sprache, die Geräte sprechen, die an ein Netzwerk angeschlossen sind, sodass sie sich gegenseitig verstehen können. Das OSI-Modell definiert eine theoretische Eigenschaft eines Netzwerkes als eine Anzahl von Schichten, 7 Schichten im OSI-Modell, um konkret zu sein. Das Internetmodell passt nicht genau in das OSI-Modell hinein. Im Internetmodell haben wir nur 5 Schichten. Und das war's. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Wolfgang Tremmel von der DGX Academy.